hier in Keienberg macht uns die zurzeit stattfindende Umsiedlung besonders viel Kummer, Angst und Sorge. Ich habe keine Heimat an sich mehr, weil da, wo man demnächst ist, das ist, ja, soll eine Heimat werden, ist aber eher der Platz, wo man wohnt. Gezwungenermaßen muss Abschied genommen werden von all dem, was hier in Keienberg den Bewohnern lieb und teuer geworden ist im Laufe der jahrhundertelangen Geschichte. Ja, also ich denke, dadurch, dass es halt einfach den Schützenverein gibt und auch die Leute ja auch jetzt nicht zwangsläufig alle austreten, nur weil sie wegziehen, hält das schon auch viel zusammen. Ich glaube, dass wir das doch relativ gut abgepasst haben. Damals schon in den ersten Gesprächen mit RWE, dieses Jahr zu nutzen oder jetzt den Cut zu machen, diese Zäsur zu begehen, eben 2019 das letzte Mal alle Veranstaltungen im Altort umzusetzen und dann 2020 im neuen Ort zu beginnen. Ich glaube, das war oder musste jetzt auch einfach passieren. Denn es ist ja so, dass wir im Moment auch als Vereine, die in der Öffentlichkeit stehen, irgendwie beiden Seiten jetzt noch gerecht werden müssen. Also mit beiden Seiten meine ich jetzt diejenigen, die hier noch leben und sagen, wir gehen aber trotzdem mit an den neuen Ort, uns ist der Verein wichtig, und diejenigen, die schon im neuen Ort leben und die jetzt schon die ersten 2 Jahre teilweise hierhin wieder zurückkommen mussten in den alten Ort, um bei den Feierlichkeiten dabei zu sein. Wer von euch weiß denn, wer das da drauf ist? Ah ja. Wer weiß es? Jesus. Könnte man fast meinen, ist es nicht. Nee. Gott? Nee. Gott ist kein Mensch. Wie heißt denn unsere Schützenbruderschaft? Weiß das einer? Es fängt mit Sankt an. St. Martin. Nee. Aber der hier drauf, der hat was mit dem St. Martin gemeinsam. Der St. Martin war römischer Soldat und dieser Mensch hier war auch römischer Soldat. Aber ihr habt das bestimmt schon gehört. Der heilige Sebastianus. Ja. Das ist er. Ja, das Auf der großen Fahne ist der auch drauf. Ich habe eine Frage. Und warum hat der nur eine Unterhose an? Ja, das war halt so. Man hat den Menschen, wenn die dann hingerichtet wurden, einfach die Kleidung weggenommen. Weil Kleidung war was ganz Kostbares. So mit 4 Jahren ging es eigentlich bei den Teltschützen schon los, als mich meine Eltern angemeldet haben. Dann bin ich mit 25 Jahren Brudermeister geworden, was alles andere ist als selbstverständlich. Wir stehen für Glaube, Sitte und Heimat. Was heißt Sitte? Sitte, also ich nenne das immer ganz einfach, wie wir miteinander umgehen. Wichtig ist, dass wir gut miteinander umgehen, oder? Ja, das könntest du mal meinen Brüdern sagen. Genau. Unsere Bruderschaft ist gegründet 1449, zumindest laut der ältesten Urkunde, die es gibt. Eigentlich ist die Bruderschaft auch älter. Ja, und 1449, 2019 hieß dann 570 Jahre Bruderschaft oder Schützenwesen in Keienberg. Und nehmen das als Anlass dafür, das letzte Mal in dem alten Ort so groß wie möglich zu feiern. Leo, mach mal. Links. Oben rechts, gucken Sie nicht rechts stehen. Die Säule.
Wir haben wirklich morgens beim Frühstück gesessen mit unserer Gruppe. Wir haben ja auch eine Mädelsgruppe, also die Marinegruppe Meerjungfrauen. Und ich habe noch gesagt, ach, irgendwie kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, wie ich mir jetzt eine Residenz planen würde, wenn ich das tatsächlich mal machen würde. Ja, irgendwie waren wir dann alle so ein bisschen angefixt. Es ist halt immer wichtig, dass wirklich, wenn man in einer Gruppe ist, dass die mitziehen, weil es halt natürlich auch viel Arbeit mit dem Aufbauen ist. Und wenn man jetzt halt keine Gruppe hinter sich stehen hat, ist es halt einfach schwierig umzusetzen. Ja, es sind in letzter Zeit jetzt nicht so viele Anwärter gekommen, weil es halt einfach hier schwierig ist, auch einfach wohnlich. Ja, aus dem Grund haben wir dann einfach gesagt, ach komm, wir versuchen es mal. Und ja, dann habe ich halt dann den Vogel abgeschossen. 26. Die Residenz findet ja hier bei meinen Eltern statt. Da ich in einem Mietshaus wohne und das da halt einfach ein bisschen schwieriger umzusetzen ist. Und wir haben das hier jetzt auch schon zweimal gemacht. Also mein Papa ist ja auch schon Schützenkaiser gewesen, also 3-mal König. Und es ist auch gerade seine Gruppe eigentlich heute da. Also er hilft halt klar mit und seine Gruppe hatte sich dann bereit erklärt und hat gefragt, ob sie helfen können. Jemand das Radio ausstecken. Ja, kannst du doch auch schon, du bist doch groß. Die Werbung ist zu laut. Ja, ich bin Bundesliga an, Das sind aber eigentlich so die sich auch immer mit beteiligen. Also auch der Alex, der ist ja der Budermeister, der kommt eigentlich auch immer überall vorbei und hilft mal ein bisschen mit. Also das ist dann auch ganz normal, dass man dann immer bei der Königsresidenz eigentlich hingeht und hilft. Das Schmücken und Dekorieren der Residenzen und das Abbrechen dieser ist für mich tatsächlich das eigentliche Schützenfest. Denn die 3 Tage, die gehen wirklich so schnell vorbei. Also die sind wirklich wie ein Fingerschnips so vorüber, dass das eigentliche Genießen des Festes schon in der Woche vorher und in der Woche danach passiert. Ne, eine Alex reicht für hier. Also es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Leute schon weggezogen sind. Und der Bagger steht ja nun mal auch mehr oder weniger schon vor der Türe. Und allein mit dem Straßenschmuck, jetzt hier mit dem Fähnchen hängen und sowas, also das ist auf manchen Straßen ja einfach schon gar nicht mehr richtig möglich, weil einfach wirklich kaum noch Menschen da wohnen. Und wir haben uns jetzt halt wirklich abgesprochen, dass die sich gegenseitig aushelfen und halt Leute von einer anderen Straße dann auch mit bei den anderen helfen, weil es einfach sonst nicht machbar wäre. Auf! Emil. So. Ja, ich fahre nicht mit. Isa, welche Größe hat Emil? 22. 122. 22, ja. 122. 22, dann wärst du so klein wie ein Baby. Dann wärst du gerade noch so groß. Ja. Die Kinder sind total froh, dass sie im Schützenzug mit dabei sein können, weil der Vater oder auch die Mutter im Zug mitgeht und die dann ein Teil dessen sind. Es wird halt dann doch sehr gerne aufgenommen von den Kindern. Ja, in der Bruderschaft engagiere ich mich so ein bisschen für die Jugend auch. Und kümmere mich darum, dass die Kinder aufs Schützenfest so ein bisschen vorbereitet werden, mit Marschieren üben, mit Uniformen ausgeben. Also du hast eine Weste und ein Hemd, ne? So, alles. Die Puppe. Ja. Die Knappen tragen halt eine Mütze mit einer Feder dran und haben je nachdem entweder eine Weste an mit einem weißen Hemd oder so ein Überhänger, wie wir sie hier vorne sehen. Das sind so die Arten, wie die dann auftreten sollen, weil ja, das soll jetzt nichts Kriegerisches sein oder nichts, was irgendwie aggressiv sein soll. Deshalb sind das die Knappen, die wir hier haben, die dann den Zug begleiten und die dann so auftreten. Ansonsten haben die Kinder ja keine großen Aufgaben in der Bruderschaft, sondern die sollen es einfach genießen, mit durchs Dorf zu gehen, mit ein Teil der Gemeinschaft zu sein, mit im Zug zu gehen.
Samstag setzen wir immer Maibäume auf, bei denen, die ja, eine besondere Ehre haben, ein besonderes Amt bekleiden, bei den Majestäten. Wir waren damals so eine Mädelsrunde, die als Ehrendamen unterwegs waren, also auch in schicken Kleidern und dann mit den Majestäten ausgezogen. Und das macht man als junge Frau noch. Und dann wächst man da auch irgendwann raus. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben so viel Freude dabei. Wir möchten irgendwie weitermachen und mit beim Zug gehen. Wir möchten nicht am Rand stehen, Brötchen schmieren und den Kaffee austeilen. Wir möchten unterwegs sein. Und dann waren wir eine größere Gruppe von, ich glaube, also 12 Mädels damals, die dann gesagt haben, okay, wir machen das. Wir gründen die Marinegruppe Meerjungfrauen. Erste Frauengruppe dann. Die Bruderschaft, die hat insgesamt 300 Mitglieder in einem Dorf von etwas über 700 Einwohnern. Davon sind ungefähr die Hälfte aktiv, die Hälfte passiv. Wir haben bei uns in der Region ja die Tradition, dass sich Schützenzüge bilden innerhalb von Freundeskreisen. Ich glaube, am wichtigsten sind, losgelöst von der Bruderschaft allgemein, wirklich diese Freundeskreise, die da gepflegt werden. Wir sind kein Schützenverein, sondern wir sind eine Schützenbruderschaft und das macht für mich auch den feinen Unterschied. Denn wenn ich von den Freundeskreisen spreche, auch von meinem Freundeskreis, den Wilden Falken oder den Falken Keinberg, dann sind es für mich tatsächlich auch noch mal mehr als Freunde. Also es sind sozusagen, es ist so ein bisschen wie der erweiterte Familienkreis. Wir sind ja dieses Mal wirklich so ein bisschen im Mädelshand eigentlich, weil die Schülerprinzessin ja auch Mädchen ist. Also wir haben jetzt wirklich nur noch den Bambini-Prinz, der das erste Jahr jetzt auch mitgeht, der männlich ist und sonst sind wir da komplett majestätenmäßig jetzt in Frauenhand. Also das ist aber schon nicht so häufig. Wenn man das überhaupt nicht kennt und so aus einem städtischen Hintergrund kommt, dann ist das auch eher befremdlich und was sehr traditionell Wirkendes oder auch sehr konservativ Wirkendes. Vielleicht ist es das auch. Ist es aber vielleicht in der Interpretation oder in dem, wie es dann ausgelebt wird oder für sich selbst definiert wird, muss es das gar nicht unbedingt sein. Die Marschmusik, die gespielt wird, das ist für viele Menschen überhaupt nicht Alltag oder gar nicht so präsent oder hat was sehr Historisches auch eher. Das ist es ja auch. Gehört aber in dem Kontext auch einfach dazu. Königin oder König wirst du ja, wenn du den Vogel abschießt. Und als Ministerin wird man dann von der Königin oder vom König dann gefragt, würdest du das machen? Als Ministerin ist man quasi die rechte Hand der Königin. Vielleicht kann man sich das so stellen wie die Trauzeugin der Braut, so ungefähr. Für mich macht dieses Gesamtpaket, dass ich die Leute treffe, dass ich auch
die anderen sehe. Also nicht nur meine Gruppe, sondern auch Dorfbewohner. Aber ich weiß, wenn ein Schützenfest ist, dann sind einfach alle da. Und auch wenn man nicht miteinander spricht, es ist trotzdem, hat es ja auch irgendwie was Geborgenes, wenn man dann in dieser eigenen Welt für das eine Wochenende ist. Und das ist ganz toll. Also ich genieße das sehr. Was mir am Herzen lag, war, dass dieses Bezirksschützenfest tatsächlich auch vor allen Dingen samstags und montags den ganz normalen Charakter hatte, wie unsere Schützenfeste auch sonst. Mir war wichtig, dass gerade diese beiden Tage so gefeiert werden, dass wir mal wieder in der Gemeinschaft zwar zusammen sind, aber nicht immer nur die Themen Umsiedlung, RWE und so weiter im Mittelpunkt stehen. Hier in Cayenberg macht uns die zurzeit stattfindende Umsiedlung besonders viel Kummer, Angst und Sorge. Liebe Festgemeinde, verehrte Schützenschwestern und Schützenbrüder, für uns geht es weiter. Wir feiern das letzte Schützenfest und es geht weiter und das zeichnet sich auch dadurch ab, dass wir hier in Cayenberg eine starke Jungschützengemeinschaft haben. Alt-Cayenberg oder Cayenberg neu macht keinen Unterschied. Denn das letzte Schützenfest hier oder das nächste Schützenfest in Cayenberg neu macht wirklich keinen Unterschied. Der Christ ist dort Christ, wo er die Liebe lebt und sich immer wieder von den Worten Jesu formen und leiten lässt. Unsere Bruderschaft ist ja aus einer reinen Gebetsbruderschaft entstanden. Wir sind halt Schützenbruderschaft und ja, genderkonform ist der Begriff heute nicht. Wir müssten uns eigentlich umgründen in Schützengeschwisternschaften, weil wir halt eben nicht nur von Freunden sprechen, sondern für mich auch in einem christlichen Sinn von Schwestern und Brüdern im Glauben. Herr Jesus Christus, diese Fahne ist ein Bekenntnis zu dir. Hilf uns, sie in Ehrfurcht zu bewahren, als Zeichen unserer Bruderschaft und Jungschützenbrauchtum. Sie mahnt uns, unserer Heimat und dir im Glauben treu zu sein und ruft uns, dir in der Gemeinschaft unserer Bruderschaft zu folgen beim Fest und im Alltag, in Freude und Not. So segne diese Fahne und uns alle auf die Fürsprache der heiligen Sebastianus, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir alle, die sich auf das Bezirksschützenfest freuen, schenken dem Fest ein gutes Gelingen und allen Beteiligten viel Freude und gute Begegnungen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Ich würde das in die heutige Zeit übertragen, dass wir einfach nochmal eine andere Form von christlicher Gemeinschaft sind. Und das muss noch nicht mal katholisch sein, sondern das kann auch evangelisch-orthodox oder was weiß ich nicht was für eine Konfession sein. Und das kann mittlerweile auch in meinem Ansinnen jemand sein, der gar nicht einer Kirche angehört.
was in dem Herzen und in dem, vom Geist her in dem Menschen vorgeht und welche Ideale er hat. Das ist, denke ich, das, was mir wichtig ist, welche Werte dahinter stehen. Ob man die nun christlich begründet oder humanistisch begründet oder auf irgendeine andere weltanschauliche Weise oder Religion. Das spielt für mich tatsächlich eine weniger große Rolle. Das Präsidium des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften verleiht Peter Weinen den Hohen Bruderschaftsorden. Herzlichen Glückwunsch. Du Jungkönigin, nach mir, du Königin, nach mir. Du nimmst mir die Würden ab, aber ich finde, du bist auch immer eine würdige Vertreterin unserer Bruderschaft und du machst das spitze und ich hoffe, wir arbeiten weiterhin gut zusammen. Vielen, vielen Dank. Ich darf die Urkunde zunächst verlesen, bevor Marcel jetzt hier übermütig wird und schon den Orden anstreckt. Verlese ich erst einmal die Urkunde. Das Präsidium des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaft verleiht Jennifer Pieper das Silberne Verdienstkreuz. Herzlichen Glückwunsch. Das ist immer derselbe Text. Es ist tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Leute schon weggezogen sind. Bei uns ist das so, dass die Leute wirklich tatsächlich eher ein bisschen flüchten. Also in den anderen Orten haben die sich immer sehr viel Zeit gelassen und hier guckt man halt schon, dass man schnell wegkommt. Die Leute sind nervöser oder auch einfach beschäftigt. Emotional ganz anders eingebunden und mental irgendwie auch ganz anders beansprucht. Und ich finde, das merkt man schon. Es liegt einfach in der Luft. Wenn man bedenkt, dass hier vor 2, 3, 4 Jahren noch alles vollkommen zu 100% intakt war, wie schnell dann doch, und das hätte ich mir nie denken können, so ein Ort langsam stirbt. So ein Haus hat ja auch eine ganz andere Ausstrahlung, wenn es belebt ist oder nicht. Und wenn das immer weniger ist, dann macht das auch was mit der Atmosphäre im ganzen Dorf. RWE wird aber und hat es uns versprochen, dass noch alle Vorgärten, die zu pflegen sind, noch gepflegt werden bei den Anwesen, wo halt keiner mehr wohnt. Es sollen alle Container, die an der Straße irgendwie stehen, verschwinden, damit da nichts im Wege ist. Jetzt finde ich deswegen umso wichtiger, dass zum Beispiel auch die Fahnen, die Fähnchen an den Straßen weiter geschmückt wurden. Weil das Ganze braucht auch vor allen Dingen für Jennifer als Königin dann einen guten Rahmen, ne? Dass das eine Würdigung auch irgendwie hat. Und es wäre dann schade, wenn es anders wäre. Der Begriff Heimat ist für die Kinder greifbar. Heimat und Zuhause ist extrem wichtig. Wo wir die Schilder verteilt haben, mein Sohn wollte unbedingt mit der Heimat durchs Dorf fahren und das Fahrradkind Heimat machen, weil es ihm so wichtig ist. Gerade in der jetzigen Situation, dass man weiß, ich gehe jetzt hier noch einmal durch den Ort und irgendwann wird das ja nicht mehr sein. Ich habe keine Heimat an sich mehr, weil da, wo man demnächst ist, das ist, soll eine Heimat werden, ist aber eher der Platz, wo man wohnt. Schützenzug, stillgestanden! Richt euch! Augen gerade, aus! Das Gewehr, über! Achtung! Präsentiert das Gewehr! Dann zieht halt natürlich sonntags der Zug hier lang, holt uns dann hier ab. Wir werden dann hier raus präsentiert.
Vorher treffen wir uns dann mit den Ehrengästen hier, also dass wirklich auch die Auswärtigen alle hier aus der Residenz mit ihren Kleidern rausziehen werden. Vor einigen Jahren haben wir erste Treffen organisiert mit einem Vertreter von RWE, als es dann wirklich um die Gestaltung einer Umsiedlung ging, auch einer Bruderschaft oder der Vereine allgemein. Und haben dann versucht, so einen realistischen Zeitpunkt festzulegen, ein Jahr festzulegen, wo es sinnvoll ist, ja im alten Ort den Abschluss zu gestalten, um dann im nächsten Jahr im neuen Ort neu zu beginnen. Gerade dadurch, dass jetzt Jubiläum ist und das letzte Schützenfest, haben wir uns dazu entschieden, dass wir dann das Bezirksschützenfest hier machen. Dass unser Bezirksverband Erkelenz mit 15 Bruderschaften eben mit uns feiern sollte. Es wird emotional werden und da nochmal den Bruderschaftsgedanken zu weiten und zu sagen, wir schauen aber auch über den Tellerrand hinaus unseres eigenen Dorfes und sagen, wir lassen uns dann von einer etwas größeren Gemeinschaft tragen. An diesem Tag, an diesem letzten Hauptfesttag, dem Sonntag. Das haben wir dann eben so geplant, ein Jahr sehr hart gearbeitet, sodass wir dann an dem Sonntag tatsächlich mit gut 1000 Zugteilnehmern hier unser letztes Schützenfest gefeiert haben. Uns hat sehr gefreut, dass wir sogar mit Freunden über den Bezirksverband hinaus zusammen waren, nämlich einmal unsere Diözesankönigin und vor allen Dingen dem Europakönig Leo Niesen, der kommt aus Linne, das ist bei Roermond. Und als ich wusste, dass er es geworden war und so aus der Nähe kam, habe ich ihn sofort über Facebook angeschrieben und er war sofort Feuer und Flamme, uns in diesen Tagen zu besuchen. Ich war positiv erstaunt, dass auch der Sonntagnachmittag so gut angenommen wurde. Also wir sind von den Schützenschwestern und Schützenbrüdern auf keinen Fall im Stich gelassen worden. Da kam auch noch mal ein großer Zusammenhalt, sehr solidarisch rüber. Wir haben jetzt noch als besonderes Element genau eine große Tribüne dabei gehabt von der Stadt Mönchengladbach, die wir bekommen haben. Bis zuletzt wussten wir nicht, ob jetzt RWE finanziell großartig was dazu tut oder nicht. Wir müssen da auch immer als Vorstand vorsichtig ran an die Sache, denn RWE bringt ein Problem mit sich. Sie unterstützen, das ist keine Frage, aber RWE verlangt Gegenleistungen. Also sie machen solche Dinge und solche Unterstützungen nur noch unter der Prämisse, das als Sponsoring zu machen. Und dafür müssen wir leider Gottes Werbung machen. Und das ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Es fehlt leider viel zu oft an Sensibilität. Ich glaube, jemand, der hier abgeschlossen hat und nach vorne schaut oder den neuen Ort als Zukunft sieht, hat trotzdem das Recht darauf, hierüber traurig zu sein. Und trotzdem das Recht, darüber zu trauern, dass er hier seine eigentliche Heimat verloren hat, weil auch das tue ich.
ich sie vor einem Jahr. In der Regel gibt es schon ein Königspaar. Es ist aber halt auch oft so, dass die Könige auch eher ein bisschen älter sind. Und die sind dann halt meistens eher verheiratet. Bin ich noch nicht. Und ich habe mir jetzt tatsächlich dann einen Mann geliehen. Und er geht dann mit mir mit. Der hat aber auch hier mit dem Schützenfest eigentlich gar nicht so viel zu tun. Und hat sich aber bereit erklärt und wird mit mir dann auch den Ehrentanz machen und wird mich dann begleiten. Aber halt hauptsächlich an dem größten Tag, dem Sonntag. Und sonst werden wir dann tatsächlich als Frauengruppe aufziehen. Auch in den umliegenden Orten werden wir dann wirklich nur als reine Frauengruppe gehen. Ich will euch führen, wie alles ist. Ich bin vor 9 Jahren weggezogen und wir sind aber jetzt gerade durch den ganzen Rheinbrauen-Kram. Meine Eltern, die haben verkauft das Haus und wir sind jetzt gerade dabei, die letzten Sachen aus dem Haus zu räumen. Jeder hat seine Heimat, wo er groß geworden ist und es ist schade, wenn es diesen Punkt nicht mehr gibt. Es ist für mich jetzt auch einfach ein persönliches Ding gewesen, dass ich einfach sage, auch mit dem Dorf mal abzuschließen, weil jetzt ist auch mal wirklich die ganze Gemeinschaft auch da, das ganze Dorf ist da und umso schöner ist es dann mit allen noch mal das letzte Mal zu feiern. Aber ich merke Tatsache, dass es eine sehr emotionale Geschichte ist und dass im Moment noch so ein bisschen, finde ich, die Stimmung gedämpft ist. Bevor dann die Sonne versinkt und ich wieder nach Hause. Hey! Komm du mal in deinen Haaren. Alle, die an den Enden der Erde wohnen, ertrauern vor deinem Reich. Ost und West erfüllt du. Der Herr bringt das Jahr ein. Bei der Frühkirmes an dem Montagmorgen haben viele noch einen dicken Kopf von dem Sonntagabend vorher, aber müssen dann schon um 9 Uhr gehen dann mit zur Bittprozession und bitten um Gottes Segen für die Feldfrucht. Wir bitten dich, segne die Arbeit, mit der wir unsere Felder bestellen, gib günstiges Wetter, Regen und Sonnenschein zur rechten Zeit. Bewahre unsere Felder und Gärte vor anhaltender Dürre und Nässe, vor schädlichem Frost und vor Hagel. Gib uns unser tägliches Brot. Lass uns die Gaben aus deiner Vaterhand empfangen und deine Güte dankbar preisen durch Christus unseren Herrn. Amen. Wir haben natürlich sehr viele Landwirte, die ja heute nicht mehr sind, im Dorf wohnen gehabt. Fast jeder zweite, drittes Haus war ja landwirtschaftlicher Betrieb. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung. Ich bin tatsächlich nicht so ein Kirchengänger, aber wir haben ja wirklich eine sehr, sehr schöne Kirche und auch einen total tollen Altar. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied dann zur oder späteren Kirche. Also es ist einfach, ja, optisch halt ganz anders. Ich hoffe, dass ich so viele Erinnerungen wie möglich haben werde, in welchen Formen auch immer. Ich habe auch ein Modell vor Jahren mal von der Kirche aus Papier gebastelt und Fotos und Videos und keine Ahnung. Also um Möglichkeiten zu haben, wenigstens mal meinen Kindern oder Enkelkindern mal zu zeigen, das war eigentlich mal unsere Heimat oder da kommen wir her.
Weil wenn die Pläne so durchgezogen werden, werde ich denen hier nur noch ein Loch und bestenfalls vielleicht den Anfang eines Sees zeigen können. Wo zu Trost zugesprochen wird, wo Hilfe zugesagt wird, da müssen wir es annehmen. Und ich denke, mit diesem solidarischen Empfinden ist der Abschied nicht wegzuradieren, aber vielleicht zu ertragen. Da, wo das Herz offen bleibt, da kann auch der Geist des Herrn wirken und unser Glaube uns tragen. Die reinen Schützengesellschaften sind keine kirchlichen Vereine, aber eine Sankt Sebastianus-Bruderschaft, das sagt schon der Name, ist ein kirchlicher Verein. Wir gehören also zur Kirche und damit ist die Verbindung auch da und dem müssen wir uns immer verpflichtet sein und sonst bin ich kein echtes Bruderschaftsmitglied. Wenn die Bruderschaft gerufen wird oder gebraucht wird, ist die Bruderschaft für die Kirche da. Die Bruderschaft ist nämlich nicht zuletzt der größte Verein im Dorf. Du bist nach 570 Jahren Schützengeschichte in Keilenberg die jüngste Majestät, die es hier in dem Dorf je gegeben hat. Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich hoffe, du hattest Spaß am Wochenende. Und der Marcel darf dir den Bambini-Orden des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften überreichen. Anna, einmal ist kein Mal, zweimal ist langweilig, alle guten Dinge sind 3. 4 gewinnt gibt's nicht. Da haben wir jetzt mal leider gesagt, nach Kaiserin als Schülerprinzessin und jetzt Schülerkaiserin muss es auch, denke ich, gut sein. Du bist ja fast in ein paar Jahren so weit, dass du auch vielleicht der Annalena irgendwann mal im Amt folgen könntest. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du hast deinen Job hervorragend gemacht. Ich finde, du standst gestern total im Mittelpunkt und man hat gemerkt, du bist unsere Majestät. Vielen, vielen Dank. So, ich darf potenzielle Königinnen und Königskandidaten nach vorne bitten. Wir warten. Wir müssen jetzt schauen, dass wir es schaffen, in dem neuen Ort wieder genauso weiterzumachen wie vorher. Vielleicht mit etwas weniger Menschen. Das ist uns bewusst. Aber wir dürfen ja uns selbst nicht aufgeben. Darüber hinaus, dass unsere Heimat aufgegeben wird, sozusagen. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir als Bruderschaft die Möglichkeit haben, ein Zelt vor Ort zu bekommen für den König, vor dem er seine Residenz aufbauen kann. Und dann ist der Arbeitsaufwand, auch wenn man dort noch kein Haus hat oder auch wenn man dort ein Haus hat, kann man das gerne in Anspruch nehmen, geringer als es bei einem Privat zu Hause wäre. Wir haben da natürlich im Vorfeld drüber gesprochen und haben gesagt, irgendetwas müssen wir da tun, um diese Situation ja, so gut es geht zu verbessern. Gut ist es nie. Unsere Situation ist scheiße, das ist einfach so. Aber das wollte ich auch mal gesagt haben. Also wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer recht schnell einen König gefunden. Bloß erweist sich das natürlich nächstes Jahr als schwierig, weil es ist ja bekannt, dass wir hier in der Auflösung des Ortes sind. So wie sich das gerade entwickelt, bekomme ich etwas Muffensause. Das ist mein Appell an euch, vielleicht mal in sich hineinzuhorchen und zu sagen, was brauchen wir, um Zusammenhalt zu stiften? Man braucht da einen. In unserem Fall als Bruderschaft sind das die Majestäten, die dafür sorgen, dass sich ein Zusammenhalt bildet. Ich gehe auf niemanden zu, wir wollen niemanden drängen, wir wissen, wie schwierig die Situation ist, aber dass vielleicht trotzdem sich jeder selbst nochmal die ein oder andere Frage einfach in diesen Augenblicken jetzt stellt. Danke. Nächstes Jahr feiern wir unser Schützenfest schon am neuen Standort.
Viele haben noch nicht gebaut, viele sind noch nicht umgesiedelt und viele wissen noch nicht, wie sie es nächstes Jahr machen sollen. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich heute hier die Probleme, einen neuen Schützenkönig zu finden. Da ist schon so ein Loch drin. Jetzt klappt es. In dem Bereich muss der eigentlich treffen. Da ist der Vogel befestigt. Ohne einen König würden gewisse Dinge bei einem Schützenfest einfach fehlen. Ohne Majestäten generell natürlich. Und wenn wir jetzt keinen König gefunden hätten, glaube ich, wäre das nochmal emotional nächstes Jahr eine ganz schwierige Kiste geworden. Vor allen Dingen, was die Motivation der Mitglieder betrifft. Denn so ein Schützenfest wird im Grunde genommen ja auch einfach zu Ehren des Königs gefeiert. Und das ist vielen hier im Ort tatsächlich auch der wichtigste Grund. Also zu sagen, diesen Menschen, da kenne ich jetzt gut oder da bin ich mit befreundet und den möchte ich unterstützen in seiner Zeit als König oder als Prinz, Prinzessin, wie auch immer. Und hätten wir das jetzt nicht gehabt, hätten wir nächstes Jahr vor einem ganz großen Problem gestanden. Ich glaube, das hätte so fast den Einstieg zum Ende des Schützenwesens in Keienberg bedeuten können. Einblick zu Annika. Sie hat genickt, alles in Ordnung und vielen, vielen Dank, dass du es gemacht hast. Ich darf dir jetzt schon die kleine Königskette überreichen und dann lassen wir dich hochleben. Auf Zunicken habe ich mich dann bereit erklärt, das zu machen, aber ich hatte das, glaube ich, doch ein bisschen falsch verstanden, was sie meinte. Aber jetzt ist es halt passiert. Aber du freust dich auch? Ja, ich freue mich, ja. Auf jeden Fall. Und ich habe mich eigentlich entschlossen, drauf zu schießen, weil eigentlich ziemlich lange keiner aufgestanden ist. Und im neuen Dorf ist das schon blöd für uns, wenn dann da kein König ist. Ein bisschen nervös war ich schon. Deswegen habe ich auch nicht so gut getroffen. Normalerweise schieße ich besser. Ja. Montags ist Vogelschuss, dann nochmal ein Umzug mit Paraden, auch durch die kleineren Orte, die zu Keienberg dazugehören. Wenn man mal bedenkt, dass hier jeder Privatmann entschädigt wird, muss einem Verein eine gewisse Entschädigung zustehen, und auch ohne Gegenleistung. Ich habe das dann diesem Vertreter mal so genannt. Es ist doch nicht so, dass jemand, der sein Haus hier an RWE verkauft, dafür entschädigt wird, im neuen Ort neu baut, dann verpflichtet ist, am neuen Haus irgendwo das RWE-Logo einmauern oder in Dachpfannen einlegen zu lassen, sodass man das in Großbuchstaben da sieht.
Wenn zum Beispiel der Toilettenwagen kostenlos zur Verfügung gestellt wird, dass auf diesem Toilettenwagen auch dieses RWE-Zeichen drauf ist. Oder wenn Veranstaltungen bezuschusst werden, dass wir zum Beispiel Banner mit diesem RWE-Logo aufhängen müssen. Preis geht an die Prinzessinnen. Die Klompenbälle sind wirklich ein Highlight, weil es das so wirklich nur hier im Gladbacher Raum gibt und im Viersener Raum. Das rührt eben daher, dass früher montags die Bauern, die Landwirte schon auf dem Feld gearbeitet haben, aber trotzdem montags nochmal Kirmes gefeiert wurde. Die Zeit zum Umziehen war knapp, also liefen die Bauern weiterhin auf ihren Feldholzschuhen rum. Ich glaube halt, solange wir es schaffen, dass wir zusammenbleiben in der Gemeinschaft oder in den verschiedenen Gemeinschaften, die wir haben, und solange wir es schaffen, ein lebendiges Ortsleben zu gestalten, zumindest für diejenigen, die da Spaß dran haben und die das auch für sich wollen, dann haben wir es geschafft, ein Stück unserer alten Seele, nämlich unserer Heimat oder die Seele unserer Heimat mit rüberzunehmen in den neuen Ort. Anfangs wollte ich da ehrlich gesagt gar nicht hin, weil mir so Neubaugebiete auch nicht so gut gefallen. Aber das ist zum Beispiel tatsächlich ein Grund, dass man halt einfach mit dem Schützenverein, gerade mit der Vorstandsarbeit, da ist es schon was anderes, wenn man woanders wohnt. Und meine Freunde wohnen dann auch da. Und da ist es schon dann nochmal schön, wenn man auch wirklich mit im Dorf wohnt und nicht ganz woanders, wo keiner ist. Die Bruderschaft und die Vereine halten das ja alles zusammen. Ich kann mich jetzt in mein Haus setzen und sagen, so, ich bin in meiner Heimat. Aber wenn ich alleine sitze, bin ich auch nicht glücklich. Also vor dem Hintergrund sind die Vereine und auch die Bruderschaft wichtig. Und wir müssen schauen, dass wir da irgendwie als Verein sehen, wie kriegen wir das gut hin, so viele wie möglich da mit ins Boot zu holen. Da trägt jeder zu bei, der mit im Verein ist und trägt jeder zu bei, indem er sich da einbindet. Dabei ist, einen Witz erzählt, so ist, wie er ist. Ich hoffe halt einfach, dass auch ich persönlich und dass so gut es geht alle sich irgendwann wieder auch dann da in so einem Umfeld heimisch fühlen, also vom Umfeld her gesehen. Ich hätte mir nie vorstellen können, in ein Neubaugebiet zu ziehen und da ein Haus zu bauen. So. Jetzt im Grunde genommen mache ich das, aber trotzdem mache ich das jetzt nur, weil ich weiß, da sind andere Aspekte, die meine Heimat sind. Und das sind eben die Menschen. Zentrales Thema momentan ist die Situation, die wir haben, dass wir hier abgebaggert werden. Ich bin da jetzt 47 Jahre mit groß geworden. Dass es, glaube ich, ökologisch Schwachsinn ist, dass hier noch gebaggert wird, braucht man, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Dass jetzt seit einem Jahr die Diskussion so groß ist, hier wird nicht mehr gebaggert, können Sie sich vorstellen, ist für eine Dorfgemeinschaft eine Katastrophe. Das war halt die Situation, dass der Hambacher Forst nicht wegkommt, was ich auch für sinnvoll erachte. Und dass jetzt die Hoffnung kommt, hier geht es genauso weiter. Da wird halt momentan ein Keil hier in die Dorfbevölkerung reingehauen, weil viele jetzt schon bauen und sich damit, ich will nicht sagen abgefunden haben, aber für sich den richtigen Zeitpunkt gefunden haben, ich baue jetzt mein neues Haus und ich versuche eine neue Heimat in einem neuen Ort aufzubauen.
Ich kann jeden verstehen, der hier nicht weg will, ist gar kein Thema. Aber für mich wäre es jetzt keine Situation, in einem Ort zu leben, wo schon die Ratten durch den Ort laufen, wo die 3/4 der Häuser schon leer ist, hier weiterzuleben, wo hier sämtliche Gärten aufgebrochen werden und Metalldiebe unterwegs sind. Ich war auch jemand, der lange Zeit so das nicht wahrhaben wollte, gekämpft hat und auch für sich dachte, das hier wird alles noch verschont, bis zur Leitentscheidung 2016. Aber es passieren immer mehr Dinge und so die ersten Anzeichen waren, als hier so die ersten Pumpen überall gesetzt wurden, wo wir schon als Keinberger dachten, jetzt kommt es gefährlich nah alles. Hier die Autobahn wird abgerissen, die wird tatsächlich gesperrt. Also es waren auch wieder so Zeichen, wo ich mir dachte, wow, das passiert wirklich. Gezwungenermaßen muss Abschied genommen werden von all dem, was hier in Keinberg den Bewohnern lieb und teuer geworden ist im Laufe der jahrhundertelangen Geschichte. Wir haben etwas verloren oder werden es demnächst verlieren. Die Heimat hier am Ort, das liebgewordene Haus, wo vielleicht schon Generationen der Familie drin gelebt haben. Der ganze Ort, die bisherigen Nachbarschaften, die Gemeinschaft in den Vereinen und das Weggehen hier. Das ist ja nicht freiwillig, sondern es geschieht gezwungenermaßen gegen den Willen der Bevölkerung. Familien, Vereine, all die sind jetzt gefordert. Und dabei meine ich ganz besonders, sind die gefordert, die als Gemeinschaft im Namen haben, verbunden zu sein, Verbundenheit von Schwestern und Brüdern, eine Bruderschaft. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir das gerade in dieser Situation des Abschiednehmens bei diesem Schützenfest geschafft haben, solche Identifikationspersonen auch für das nächste Jahr gefunden zu haben. Wieder ein Jahr voller Herausforderungen für uns alle als Gemeinschaft und besonders für die Majestäten. Die Königskette, die wird eben von den alten an die neuen Majestäten übergeben. Und sie symbolisiert praktisch, da sie ja auch auf den Schultern liegt, die schwere Last eines solchen Amtes, beziehungsweise eben die damit verbundenen Aufgaben. Bei den Majestäten ist es ja so, dass sie eigentlich in alter bruderschaftlicher Tradition die höchsten Repräsentanten einer Bruderschaft sind. Also es ist nicht der Vorstand oder der Brudermeister, sondern tatsächlich der jeweils amtierende König oder die Königin. Ich darf jetzt alle Majestäten hier vor den Altar bitten, dass Pfarrer Salentin noch für euch den Segen für das kommende Jahr spenden darf. Die Schützenkönige tragen alle dieses Schützensilber und jeder König, es ist keine Pflicht, aber macht es, eine Plakette mit seinem Namen drauf, mit den Ministern drauf. Das waren früher also echte Silberplaketten. Die älteste haben wir gar nicht mehr dran gemacht, weil uns das zu wichtig war und die sieht auch noch sehr, sehr gut erhalten aus. Das ist diese Plakette. Das älteste Silberschild von 1693. Und wenn man bedenkt, dass wir jetzt 570 Jahre gefeiert haben, dann weiß man, was das bedeutet. Die Königskette war im Laufe der Jahre zu schwer geworden. Und zwar zu viel, man konnte gar keine Plaketten mehr unterbringen. Dann haben wir ab dem Zweiten Weltkrieg die Plaketten der Könige auf eine neue Kette gemacht. Und die ist heute noch praktisch im Gebrauch. Die Pfarrei Christkönig Erkelenz und die RWE Power AG haben sich über den Erwerb aller kirchlichen Gebäude und Grundstücke in unseren 5 Orten Keinberg, Kuckum,
Ober- und Unterwestrich sowie Berberat notariell verständigt. Hintergrund der vertraglichen Vereinbarung ist die seit 2016 laufende Umsiedlung der 5 Erkelenzer Ortschaften an den gemeinsamen Umsiedlungsstandort Erkelenz Nord. Aktuell sind schon über 50 Häuser fertig und bezogen, weitere 120 sind in Bau oder kurz davor. Pfarrer Werner Rombach, Vorsitzender des beteiligten Kirchenvorstandes und Leiter der Verhandlungskommission, sagt dazu: Mit diesem Vertrag kann unser Gemeindeleben vor Ort zukunftsorientiert weitergehen. Der Rahmen dafür steht. Der Vertrag ist für uns ein Dokument des Aufbruchs. Kirche geht dorthin, wo die Menschen sind. Das ist die Vermeldung, was uns, den Ortsausschüssen aus Keimberg und Kuckum und dem Kapellenvorstand sehr wichtig war, dass das heute vermeldet wird. Es ist wirklich ein Zufall, dass es auf den Kirmessonntag fällt. Ja, irgendwann wird auch der Abriss jetzt ganz klar kommen. So. Ja, das war für mich unbeschreiblich einfach, weil das genau das ausdrückt, zu sagen, dass man privat nach vorne schaut und dass man privat im neuen Ort damit sich arrangiert und dass man da auch irgendwie wieder was Positives sieht. Alles gut und schön, aber nichtsdestotrotz bleibt dieser große Schmerz, dass das hier alles verloren geht. Und das wird in solchen Momenten dann einfach wieder vollkommen ins Bewusstsein gerufen. So, ja. Gerade am heutigen Tage, wo ja die letzte Spätkirmes gefeiert wurde, ist das schon eine traurige Mitteilung, dass jetzt alles vorbei sein sollte. Die Kirche bleibt jedenfalls so lange erhalten, bis die neue Kapelle erbaut ist. So eine Kirche wird es im neuen Ort nicht geben. Die neue Kirche, wir haben die Pläne gezeigt bekommen, ist nicht schön. Und viele Sachen aus der Kirche können auch nicht mitgenommen werden. Dann argumentiert die Kirche, seid froh, ihr bekommt überhaupt eine Kirche. Dass sie viel kleiner ist als vorher, ja, kann ich verstehen, weil nur Ostern und Weihnachten ist die Kirche voll, ansonsten ist sie halb leer. Dann sind wir jetzt bei der Spätkirmes tatsächlich zum letzten Mal hier durch den Ort gezogen. Zum letzten Mal haben wir hier alles nochmal erlebt. Das ist was anderes, wenn ich durch leere Straßen ziehe, wo schon Häuser leer sind und es steht noch nicht mal jemand am Rand. Ja, man zog so für sich durch einen verlassenen Straßenzug. Ja, also ich denke, dadurch, dass es halt einfach den Schützenverein gibt und auch die Leute ja auch jetzt nicht zwangsläufig alle austreten, nur weil sie wegziehen, hält das schon auch viel zusammen und hat dann natürlich auch im neuen Ort trotzdem eine Gemeinschaft, die es da ja so nicht mehr gibt. Wir, denke ich, werden da aber schon ganz gut zusammenhalten. In Zukunft wird das alles sehr eng beieinander sein. Und da weiß man noch nicht, gibt es dann nur noch ein Schützenfest für alle? Macht man das im Wechsel mit dem Nachbarbruder, mit der Nachbarbruderschaft, die mit umzieht? Das sind viele Fragezeichen für viele Leute. Wie wird der Zugweg sein? Wie wird das Fest sein? Wo werden wir feiern? Für mich gehört zum Beispiel immer ein Zelt zu einem Schützenfest dazu. Das sind halt so viele Fragezeichen, wo man nicht weiß, wie das weitergeht. Wo aber bestimmt ein Weg sein wird und wo bestimmt viele Leute mithelfen werden, dass das ein positiver Weg sein wird. Aber wie, wissen wir alle noch nicht. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß heute beim Frühschoppen. Es gibt Suppe, es gibt Getränke. Ja, verzehrt reichlich und viel Spaß bei bestem Wetter. Dankeschön. Was ich glaube, was auch wichtig ist, ist die Vernetzung. Und dass es sich neu sortieren wird und Dinge anders sind, das wird so sein. Nur da Vertrauen zu haben, dass das Beste daraus zu machen, ist
Das muss auch dabei sein, genau. Und die Freude daran haben, die werden das dann bestimmt auch an einem neuen Ort haben. Das muss einfach so sein. Das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung für den neuen Ort, dass wir sagen, wir gehen zwar mit der alten Gemeinschaft rüber, die jetzt schon besteht, aber das heißt ja nicht, dass sich das nicht nochmal verändert oder nochmal andere Menschen dazustoßen, die nochmal ganz neu irgendwann in den neuen Ort dazukommen werden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Menschen ansprechen.